Der Amazonas ist einer der rauesten und gefährlichsten Lebensräume der Erde, in dem jedes Lebewesen kämpfen, sich anpassen und ständig weiterentwickeln muss, um zu überleben. Wie können die Arten in diesem Überlebenskampf überleben? Leichter Nebel bedeckt die hohen Baumkronen. Das Morgenlicht dringt durch die Blätter und taucht den Amazonas-Regenwald in ein geheimnisvolles Grün. Unter der feuchten Erde wimmelt es von Lebewesen, während in den Baumkronen Affen rufen und Waldvögel zwitschern. Dies ist eines der komplexesten und vielfältigsten Ökosysteme der Erde, in dem Leben und Tod nur einen Atemzug voneinander trennen. In dieser Stille schreitet ein Raubtier leise voran. Der Fleckenleopard ist die größte Katzenart Amerikas und braucht kein Brüllen, um seine Macht zu demonstrieren. Mit seinem muskulösen Körper, den kurzen, kräftigen Beinen und den stärksten Kiefern der Katzenfamilie ist er ein lautloser Killer. Die rosafarbenen Flecken auf seiner Haut dienen nicht nur der Tarnung, sondern sind das Symbol eines erfahrenen Jägers. Er ist einer Herde Capybaras auf der Spur. Der Wind weht günstig für die Pirsch. Bei jedem Schritt senkt er seinen Schwerpunkt und bewegt sich dicht über dem Boden, als würde er über das Gras gleiten. Nicht weit vom Ufer entfernt grast eine Herde Capybaras gemächlich und taucht sich in das kühle Wasser. Als größte Nagetiere der Welt haben Capybaras einen runden Körper, kurze Beine und leben halb im Wasser, halb an Land, wo sie eng mit Sümpfen und Flüssen verbunden sind. Sie leben in Gruppen von 10 bis 20 Tieren, wobei immer ein Tier die Herde bewacht. Mit ihren hoch auf dem Kopf sitzenden Augen und Nasen können sie auch im Wasser alles beobachten und bei Gefahr schnell untertauchen. An einem ruhigen Vormittag liegen einige Tiere in der Sonne, andere bringen ihren Jungen das Schwimmen bei.
Leise Geräusche bestätigen, dass alles in Ordnung ist, zumindest im Moment. Sie wissen nicht, dass sich aus dem Wald der Tod schnell, leise und unerbittlich nähert. Plötzlich springen mehrere Flecken auf. Die Leoparden halten ihre Beute fest, schauen sich um und ziehen sie tief in den dichten Wald, wo das Licht von den Baumkronen verdeckt wird, um Feinde abzuschrecken. Unter der ruhigen Wasseroberfläche ist eine leichte Bewegung in den dichten Wasserpflanzen zu sehen. Es ist nicht der Wind. Es ist ein glatter Körper, der sich wie ein riesiger Strick windet. Eine Anaconda, die größte Schlange der Welt, fast 6 Meter lang und über 100 Kilogramm schwer. Sie liegt regungslos da, ihre Augen verschmelzen fast mit der Farbe des schlammigen Wassers. Sie muss sich nicht beeilen, denn sie jagt nicht wie ein Leopard. Sie wartet, und wenn der richtige Moment gekommen ist, wird sie sich fest um ihre Beute winden, bis kein Leben mehr in ihr ist. Wenn der Dschungel in die Regenzeit übergeht, steigt das Wasser bis zu den Baumwurzeln und der junge Schlamm breitet sich in den Senken aus. Dann beginnt die Paarungszeit der Anacondas. In ihrer Welt ist die Paarung keine Liebesakt, sondern eine biologische Belagerung. Ein riesiges Weibchen liegt regungslos zwischen den schwimmenden Wasserpflanzen. Der Geruch der Pheromone, die es absondert, verbreitet sich mit dem Wasser und lockt Dutzende von Männchen aus der ganzen Umgebung an. Sie kämpfen nicht so heftig wie hornbewehrte Arten, sondern klammern sich an den Körper des Weibchens und bilden einen lebhaften Paarungsball, der Stunden oder sogar Tage dauern kann. Dabei können nur die stärksten und ausdauerndsten Männchen ihre Gene weitergeben. Dies ist eine Form der brutalen Selektion in Stille und Enge.
ihrer aquatischen Lebensweise sind Anacondas perfekt an ihre Umgebung angepasst. Ihre Augen und Nasen liegen auf dem Kopf, ihre Haut ist glatt, ihre Muskeln stark und sie können lange die Luft anhalten. Dadurch können sie ihre Beute leicht aus dunklen Gewässern überfallen, in die sich kaum ein Lebewesen wagt. Nach der Paarung jagen die Weibchen verstärkt Beute, um Energie zu sammeln. Nach einer Tragzeit von bis zu 6 Monaten bringen sie durchschnittlich 20 bis 40 Junge zur Welt, kleine Lebewesen, die jedoch bereits den Killerinstinkt ihrer Mutter in sich tragen. Die Regenzeit bringt Leben und weckt auch die kleinste Armee des Dschungels. Aus dem Laubteppich taucht ein schwarzer Strom auf Ameisenarmeen. Sie bauen keine Nester, sondern bewegen sich ständig und jagen in Gruppen. Jedes Individuum ist ein perfektes Glied in der Kette, kommuniziert über Pheromone und koordiniert sich ohne Befehle. Sobald sie eine Bewegung wahrnehmen, stürzen sich Hunderte von ihnen auf ihre Beute und halten sie mit ihren scharfen Kiefern fest. Innerhalb weniger Minuten bleibt von einer handgroßen Spinne nur noch ein leerer Körper übrig. Sie brauchen keine Kraft, nur ihre Anzahl und ihre Strategie. So erobern diese winzigen Wesen den ganzen Wald. Wenn im Amazonas-Regenwald die feuchteste Jahreszeit beginnt, ertönen in den dunklen Waldwinkeln die Rufe der partnersuchenden Tiere. Es ist die Paarungszeit der Leoparden. Die Männchen folgen den Pheromonen und konfrontieren sich mit warnenden Brüllen. Die Paarung dauert mehrere Tage und ist sehr heftig. Dann ist alles vorbei und jedes Tier kehrt in seine gewohnte Einsamkeit zurück. Nach der Paarung tauchen die Leoparden wieder in den Schatten des Waldes ein, wie es ihr Überlebensinstinkt ihnen vorschreibt. Hoch oben hallt das Leben in lauten Rufen und ständiger Bewegung wider. Zwischen den dichten Ästen springen Kapuzineräffchen herum und schwingen sich wie in einer Symphonie der Koordination von Ast zu Ast. Mit ihrem langen, geschmeidigen Schwanz, der wie ein 5. Arm wirkt, und ihren geschickten Händen können Kapuzineräffchen in der dreidimensionalen Welt des Waldes hervorragend das Gleichgewicht halten. Kapuzineräffchen sind auch für ihre überragende Intelligenz bekannt. Sie wissen, wie man mit Steinen harte Nüsse knackt, mit Ästen Insekten vertreibt und sich komplexe Wege durch den Waldlabyrinth merkt.
Die Jungtiere lernen von den Älteren, deren Erfahrungsweitergabe die Grundlage für das Überleben der Gruppe bildet. Mindestens ein Tier übernimmt die Aufgabe des Wächters, sitzt auf dem höchsten Ast und hält Ausschau nach Raubtieren. Bei Gefahr stößt es einen lauten Schrei aus, der sofort an alle anderen Mitglieder weitergegeben wird. Innerhalb von Sekunden ist die gesamte Gruppe verschwunden, als wäre sie nie dagewesen. Im Amazonas, wo jedes Blatt ein paar Augen verbergen kann, sind Zusammenhalt und Intelligenz die ultimativen Waffen, mit denen Kapuzineräffchen nicht durch Kraft, sondern durch Intelligenz und Herdengeist überleben. Von der Spitze des Waldes, wo nur wenige Sonnenstrahlen durch das dichte Blätterdach dringen, gleitet ein riesiger schwarzer Schatten lautlos durch die Luft. Kein Geräusch, kein Signal. Nur ein Windhauch, der wie eine unsichtbare Warnung pfeift. Der Harpienadlerherrscher über den Himmel des Amazonas. Mit einer Flügelspannweite von über 2 Metern und Krallen, die so lang sind wie Bärenkrallen, muss der Harpienadler nicht in Schwärmen jagen. Allein ist er stark genug, um einen ausgewachsenen Affen aus dem Baum zu schnappen und ihn blitzschnell aus dem Blätterdach zu reißen. Ihre messerscharfen Augen durchdringen das Blätterdach und orten ihre Beute anhand kleinster Bewegungen. In den niedrigen Baumkronen ertönt lautes Zwitschern. Es sind Tukane mit ihren riesigen bunten Schnäbeln, die schwer aussehen, aber überraschend leicht. Und hohl sind. Der Schnabel dient nicht nur dazu, Früchte von weit entfernten Ästen zu pflücken. Sondern auch dazu, die Körpertemperatur in dem ganzjährig heißen und feuchten Klima zu regulieren. In den Sumpfgebieten laufen Jakanas, eine auf dem Wasser lebende Vogelart, dank ihrer ungewöhnlich langen Zehen, die wie zum Gleiten auf dem Wasser geschaffen scheinen, leichtfüßig über Lotusblätter. Inmitten der lebhaften Welt der Flügel gibt es ein Lebewesen, das allem entgegensteht, langsam, still und fast bewegungslos. Auf einem moosbedeckten Ast klammert sich ein grauer Schatten fest an den Baumstamm und bewegt sich Millimeter für Millimeter, als hätte Zeit keine Bedeutung mehr. Es ist das Dreifingerfaultier, das Symbol für Geduld im alten Amazonas-Regenwald. Mit ihren langen, gekrümmten Krallen und schwachen Muskeln können Faultiere weder rennen noch kämpfen.
Aber ihre Langsamkeit ist eine Überlebensstrategie. Sie hilft ihnen, sich vor den Augen ihrer scharfsichtigen Feinde wie Harpyen oder Geparden zu verstecken. Sogar ihr Fell ist mit Moos bewachsen, das ihnen zwischen den mit Flechten bedeckten Baumstämmen perfekte Tarnung bietet. Faultiere fressen wenig, bewegen sich wenig und kommen nur etwa einmal pro Woche auf den Boden, um ihre Notdurft zu verrichten. Ein riskantes, aber unvermeidbares Verhalten. Dennoch haben sie Millionen von Jahren der Evolution überlebt, dank ihres langsamen Lebensrhythmus und ihrer passiven Anpassung an eine gefährliche Welt. Wenn die Sonne hoch steht und ihr Licht auf den sich durch den dichten Wald schlängelnden Fluss fällt, erwacht das Leben am Ufer plötzlich zum Leben. Aus dem Schilf ertönt das charakteristische Quieken der riesigen Otter. Eine Gruppe taucht aus dem Wasser auf und gleitet geschmeidig wie lebende Pfeile dahin. Sie spielen, rufen sich gegenseitig zu und tauchen ununterbrochen nach Fischen im Fluss. Mit ihren scharfen Augen und empfindlichen Barteln können sie ihre Beute auch im trüben Wasser orten. Trotz ihres fröhlichen Aussehens sind die riesigen Otter echte Jäger. Innerhalb weniger Minuten haben sie einen großen Fisch in ihren scharfen Zähnen. Wenn Kaimane auftauchen, fliehen die Otter nicht. Sie versammeln sich, geben Signale und stürzen sich dann gemeinsam auf ihre Feinde. Dank ihres Zusammenhalts und ihrer Rudelstrategie müssen sogar ausgewachsene Kaimane den Rückzug antreten. Am Ufer ruht sich die ganze Otterfamilie aus und trocknet ihr Fell in der Sonne, während ein Tier Wache hält und nach Kaimanen oder Jaguaren Ausschau hält. Im Tageslicht verstecken sich die riesigen Otter nicht, sie sind laut und bilden eine der engsten Familien im Amazonasgebiet. Nachdem sie von den riesigen Ottern vertrieben wurden, schwimmen die Kaimane leise zurück in die stillen Sümpfe, wo das Licht nur schwer durch das dichte Blätterdach dringt und die Wasseroberfläche mit grünen Wasserpflanzen bedeckt ist. Als semiaquatische Reptilien sind Kaimane darauf ausgelegt, sich zu verstecken. Ihre hochliegenden Augen und Nasenlöcher ermöglichen es ihnen zu sehen und zu atmen. Während ihr gesamter Körper unter Wasser ist, ihre dicke, panzerartige Haut und ihre Fähigkeit, stundenlang regungslos zu verharren, machen sie zu effektiven Lauerjägern, die nur darauf warten, dass ein unachtsames Beutetier in ihre Reichweite kommt. Aber in der Welt des Dschungels hat selbst ein Angreifer manchmal eine Schwachstelle. Aus dem Dickicht am Ufer beobachtet ihn schon seit langem ein Jaguar. Im Gegensatz zu den meisten Katzenarten hat der Jaguar keine Angst vor Wasser.
Im Gegenteil, der Sumpf ist ein Teil seines gewohnten Jagdgebiets, in dem es viele langsame, aber gefährliche Beutetiere gibt. Leise wie die Dunkelheit duckte sich der Jaguar und drückte sich Schritt für Schritt durch den feuchten Schlamm. Dann sprang er blitzschnell hervor. Der Jaguar zog seine Beute an Land und verschwand im Wald, während die Wasseroberfläche wieder so ruhig war, als wäre nichts geschehen. Obwohl der Jaguar der König der Amazonas-Raubtiere ist, hat er einen Feind, den er weder mit seinen Krallen noch mit seinen Zähnen bekämpfen kann, den Menschen. Abholzung, Wilderei und die Verkleinerung seines Lebensraums haben zu einem starken Rückgang der Jaguar-Population geführt. Von Mexiko bis Argentinien hat sich sein Verbreitungsgebiet in den letzten Jahrzehnten erheblich verkleinert. Viele Gebiete, die einst das Revier der Jaguare waren, existieren nur noch in der Erinnerung. Derzeit sind Jaguare laut IUCN als vom Aussterben bedroht eingestuft. Einige kleine Populationen sind lokal ausgestorben, während die verbleibenden Tiere in isolierten Waldgebieten leben, wo es schwierig ist, einen Partner und eine stabile Nahrungsquelle zu finden. Im Herzen des Amazonas, dem größten Regenwald der Erde, ist jeder Atemzug, jeder Schritt Teil eines großen Kampfes ums Überleben. Von einsamen Jaguaren bis zu verbündeten Ottern, von lauernden Kaimanen bis zu wuseligen Ameisenherren. Jede Art ist Teil einer unaufhörlichen Symphonie der Wildnis. An diesem Ort ist der Tod nicht das Ende, sondern ein notwendiges Glied in der Kette, um das Leben zu erhalten. Jedes Individuum, jede Art hat eine Rolle, sei es als Jäger oder Beute, als kleines Lebewesen oder Herrscher des Sumpfes. Aber dieses Gleichgewicht ist fragiler denn je. Wenn Wälder abgeholzt, Flüsse zugeschüttet und das Brüllen durch Maschinenlärm ersetzt wird, kann dieses gesamte Ökosystem zusammenbrechen, nicht weil es keine starken Lebewesen mehr gibt, sondern weil die Verbindungen verloren gehen. Das Brüllen der Leoparden, die Sprünge der Affen und den Rhythmus des Waldes zu bewahren, bedeutet nicht nur die Natur zu schützen, sondern auch die Seele dieses Planeten zu bewahren.
Serengeti, das Überleben des Stärkeren. Die Morgendämmerung bricht über die weiten Ebenen der Serengeti herein, die sich von Nordtansania bis zur kenianischen Grenze erstrecken. Die Morgenbrise weht sanft über das trockene Gras und die spärlichen Büsche. Die Welt hier ist still, das Leben existiert auf stille Weise verborgen von der Sonne und den rauen Rhythmen der Savanne. Im Schatten eines dornigen Akazienbusches ragen zwei hohe, stachelige Ohren spitz wie Pfeile aus dem Gras. Es ist das erste Zeichen dafür, dass der Karakal, der Schwarzohrluchs, in der Nähe ist. Der Karakal gehört zu den weniger bekannten Wildkatzen, ist aber äußerst intelligent und gut an trockene Umgebungen angepasst. Sein Name leitet sich vom alttürkischen Wort Karakulak ab, was schwarzes Ohr bedeutet, ein unverkennbares Erkennungsmerkmal. Auf seinem Kopf befinden sich lange dreieckige Ohren mit weichen, schwarzen Haarbüscheln, die sich wie Antennen aufstellen und ihm helfen, Geräusche und Signale aus der Umgebung wahrzunehmen. Der Körper des Karakals ist schlank und zierlich mit rotbraunem Fell, bedeckt mit einem helleren Bauch und weißen Markierungen um die Augen. Er ist etwa 90-110 cm lang, hat eine Schulterhöhe von fast 50 cm und wiegt zwischen 8 und 18 Kilogramm, wobei Männchen größer sind als Weibchen. Aus der Ferne mag der Karakal einer großen Hauskatze ähneln, doch sein durchdringender Blick und seine Jagdbewegungen verraten seine wilde Herkunft. Im Gegensatz zu Großkatzen wie Leoparden und Löwen benötigen Karakale keine dichten Wälder. Sie bevorzugen offene Savannen mit niedrigem Gebüsch, Felsbrocken und Grasland, Orte, die Schutz bieten und gleichzeitig schnell genug zum Zuschlagen sind. Waldkarakale sind Einzelgänger. Sie bewohnen große Reviere. Männchen können Gebiete von bis zu 300 km² aus besetzen und markieren diese oft mit Urin und Kratzspuren an Bäumen und Felsen. Zusammenstöße zwischen Individuen des gleichen Geschlechts sind selten, da jeder Karakal direkte Konflikte vermeidet, um wertvolle Energie zu sparen. In der Trocken- und Regenzeit der Serengeti ist Nahrung nicht immer reichlich vorhanden. Karakale jagen eine Vielzahl von Beutetieren, von Vögeln, Kaninchen und Ratten bis hin zu jungen Antilopen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Was
Was sie in der Biologen-Community jedoch berühmt macht, ist ihre Fähigkeit, Vögeln aus der Luft zu folgen. Ein Sprung vom Boden, der bis zu 3 Meter weit reichen, kann einen fliegenden Vogel fängt und ihm in Sekundenbruchteilen einen tödlichen Biss zufügt. Nachts im Mondlicht oder im grauen Schatten der Bäume bewegen sich Karakale wie Geister. Ihre leichten Schritte und weichen Krallen helfen ihnen lautlos über das trockene Gras zu gleiten. Eine Maus bewegt sich ein Flügelschlag, alles unter ihrer Kontrolle. Waldkarakale haben keine feste Brutzeit. Wenn das Weibchen in die Brunst kommt, die meist nur wenige Tage dauert, signalisiert es dem Männchen mit Duft und leisen Lauten die Paarung. Sobald sie sich gefunden haben, bleibt das Paar einige Tage zusammen, jagt gemeinsam, kuschelt und trennt sich dann. Nach einer Tragzeit von etwa 70-80 Tagen sucht das weibliche Karakal eine Höhle, eine Baumhöhle oder einen Busch auf, um zu gebären. Jeder Wurf umfasst in der Regel 1 bis 3 Junge. Sie werden blind, hilflos und völlig abhängig von ihren Müttern geboren. Karakalmütter kümmern sich sehr sorgfältig um ihre Jungen. Sie verstecken ihre Nester sorgfältig und wechseln ständig ihre Position, um nicht entdeckt zu werden. Mit 3 Wochen öffnen die Jungen ihre Augen, ihre Milchzähne brechen durch und sie beginnen, um das Nest herumzuspielen. Aber erst mit 10-12 Wochen können sie ihrer Mutter auf die Jagd folgen und erlernen dabei die Techniken des Anpirschens, Wartens und Anspringens. Mit 6 Monaten sind sie unabhängiger und machen sich nach einem Jahr auf die Suche nach einem eigenen Revier. Der Abend bricht über die Serengeti-Ebene herein. Die Hitze weicht mit der Sonne, doch das Gras bleibt warm und das Leben erwacht erneut. Ein Schwarm Perlhühner scharrt und zwitschert im Gebüsch, ohne eine rotbraune Gestalt zu bemerken, die nur wenige Meter entfernt jede ihrer Bewegungen verfolgt. Der Karakal duckt sich tief am Boden, seine Ohren drehen sich im Takt des Geräusches. Geduldig beobachtet er. Ein Vogel löst sich vom Schwarm und entfernt sich weiter aus seiner Komfortzone.
ein schneller Biss und ein Sieg. Er landet sanft auf dem Boden, trägt seine Beute im Maul und verschwindet im Gebüsch, bevor das letzte Tageslicht schwindet. Obwohl der Karakal ein geschickter Jäger ist, ist er nicht immun gegen Gefahren. Löwen, Leoparden und Hyänen können alle angreifen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Die größte Bedrohung geht jedoch vom Menschen aus: Lebensraumverlust, Rache, Jagd auf Nutztiere und Straßen, die durch altes Territorium führen. In der Serengeti tragen nationale Reservate und die Forschungsanstrengungen von Biologen zum Schutz der kleinen Katzen bei. Durch Funküberwachung, Kamerafallen und die Sicherung der Grenzen zwischen Touristengebieten und wilden Lebensräumen hat der Karakal die Chance, weiterhin so ruhig zu leben wie seit Tausenden von Jahren. In den weiten Graslandschaften der Serengeti, wo die Tierwelt am vielfältigsten und reichhaltigsten ist, lebt ein winziger Vogel, der den Rekord für die größte Population der Welt hält, der Quelea quelea oder Rotschnabelweber. Mit einer geschätzten Population von 1,5 Milliarden gilt der Quelea quelea als der häufigste Wildvogel der Welt. Der Quelea quelea ist ein kleiner Vogel aus der Familie der Plochidae, etwa 12 cm lang und zwischen 15 und 20 Gramm schwer. Er hat einen kompakten Körper und ein hellbraunes Gefieder mit Streifen auf dem Rücken, das ihm hilft, sich in der Savanne zu tarnen. Das auffälligste Merkmal dieser Art ist der leuchtend rote Schnabel der Männchen und der gelbe Schnabel der Weibchen während der Brutzeit. Während der Brutzeit entwickelt das Männchen eine schwarze, manchmal auch weiße Maske im Gesicht, umgeben von rosa-violettem, ziegelrotem oder gelbem Kopf und Brust. Dieser Vogel ist in ganz Afrika südlich der Sahara weit verbreitet, von Senegal im Westen bis Äthiopien im Osten und im Süden bis Südafrika. Er ist an eine Vielzahl von Lebensräumen wie Savannen und landwirtschaftliche Gebiete angepasst, meidet jedoch dichte Wälder und trockene Wüsten. Die Serengeti mit ihrer ausgedehnten Savannenlandschaft und den reichhaltigen Nahrungsressourcen ist ein idealer Lebensraum für die Quelea quelea. Die Quelea quelea ist bekannt für ihre riesigen Schwärme, die bis zu Millionen von Individuen umfassen können und über den Himmel der Serengeti fliegen und dunkle, synchron ziehende Wolken bilden. Diese Schwärme ziehen saisonal auf der Suche nach neuem Land mit reichhaltigen Nahrungsquellen, oft Grasland und Getreide, das gerade die Regenzeit hinter sich hat. Ihre synchrone Bewegung und ihre große Anzahl bieten ein beeindruckendes Naturschauspiel, stellen den Menschen aber auch vor viele Herausforderungen. Die Hauptnahrung der Quelea quelea sind Unkrautsamen. Sind natürliche Nahrungsquellen jedoch knapp, schreckt sie nicht davor zurück, Getreidefelder wie Weizen, Gerste und Hirse zu befallen und verursacht so schwere Schäden in der afrikanischen Landwirtschaft. Der jährliche Schaden, den die Quelea quelea verursacht, wird auf mehrere 10 Millionen US-Dollar geschätzt, weshalb sie auch als die geflügelten Heuschrecken Afrikas bekannt ist.
Lokale Bauern greifen oft zu verschiedenen Maßnahmen, um ihre Population abzuwehren und zu kontrollieren, doch die Wirksamkeit ist oft gering. Während der Brutzeit stellen Quelea-Quelea-Männchen ihre geschickten Nestbaukünste unter Beweis, um Partnerinnen anzulocken. Ihre Nester sind kugelförmige Gebilde, die aus Gras und Blättern an Ästen hängen und so einzigartige Baumstädte bilden. Jedes Nest enthält üblicherweise 2 bis 4 hellblaue Eier, die von Männchen und Weibchen etwa 12 Tage lang bebrütet werden. Nach dem Schlüpfen werden die Küken etwa 2 Wochen lang mit Insekten und Samen gefüttert, bevor sie das Nest verlassen. Die schnelle Vermehrung und die große Population tragen dazu bei, dass Quelea-Quelea ihre Population erhält und deutlich vergrößert. Trotz ihrer großen Population hat Quelea-Quelea viele natürliche Feinde. Greifvögel wie Habichte und Falken greifen Quelea-Quelea-Schwärme häufig an, insbesondere wenn diese fliegen oder auf Nahrungssuche sind. Darüber hinaus stellen Schlangen und einige Säugetiere wie Affen eine Bedrohung für Eier und Küken im Nest dar. Die Existenz dieser natürlichen Feinde spielt eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Quelea-Quelea-Population und der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Ökosystem der Serengeti. Die Kontrolle der Quelea-Populationen stellt Wissenschaftler und Agrarmanager vor große Herausforderungen. Viele Methoden wurden bereits erprobt, darunter der Einsatz von Chemikalien, Nestzerstörung und biologische Schädlingsbekämpfung. Aufgrund der schnellen Vermehrung und flexiblen Migration bleibt eine wirksame Kontrolle ihrer Population jedoch schwierig. Die Forschung arbeitet kontinuierlich an nachhaltigeren und wirksameren Lösungen für den Schutz dieses Vogels. Eine sanfte Morgendämmerung bricht über die Dornbüsche und das trockene, rissige Grasland Ostafrikas herein. Hier in der Wildnis Kenias und Tansanias ist eines der ältesten und geheimnisvollsten Lebewesen der Erde, beheimatet das Spitzmaulnashorn Diceros bicornis. Eine schwere graue Silhouette taucht lautlos durch den staubigen Nebel auf. 2 Hörner ragen aus seinem Kopf, gebogen rau hart wie Stein. Sie sind nicht nur ein Symbol der Macht, sondern auch der Preis, der sie fast ausgerottet hat. Das Spitzmaulnashorn ist ein mittelgroßes Nashorn, kleiner als sein weißer Verwandter, aber nicht weniger grimmig. Sein Körper ist massiv, fast 3,5 Meter lang, über 1,5 Meter hoch und bis zu 1,4 Tonnen schwer. Seine dicke, panzerartige Haut aschgrau oder staubbraun bedeckt seinen gesamten Körper wie eine kugelsichere Weste. Das auffälligste Merkmal sind seine beiden Hörner. Das Vorderhorn ist etwa 50-130 cm lang und dient zum Kämpfen, Ausgraben von Wurzeln oder zum Entfernen von Büschen.
Das Hinterhorn ist kleiner. Seine Hakennase und die sehr flexible Oberlippe helfen ihm, Blätter von dornigen Zweigen zu zupfen und Früchte von niedrigen Bäumen zu pflücken. Dieses Merkmal unterscheidet es vom Breitmaulnashorn, einem bodenbewohnenden Pflanzenfresser. Das Spitzmaulnashorn ist ein Einzelgänger. Es bewohnt ein Revier von mehreren 10 Quadratkilometern und markiert es mit Kot und Urin. Trotz seines schweren und langsamen Aussehens können diese Tiere bis zu 55 Kilometer pro Stunde schnell laufen, viel schneller als ein Fahrrad und schnell genug, um jedes Raubtier in Schach zu halten. Spitzmaulnashörner sind in der Dämmerung oder im Morgengrauen am aktivsten. Sie verstecken sich gerne im Schatten von Sträuchern oder ruhen in Schlammlöchern. Der kühle Schlamm kühlt ihre Haut und hält Insekten fern. Täglich fressen sie mehr als 20 Kilo Pflanzen von Blättern über heruntergefallene Früchte bis hin zu Baumrinde. Obwohl sie schlecht sehen, kompensieren sie dies durch einen extrem feinen Geruchssinn und ein ausgeprägtes Gehör. Ihre trichterförmigen Ohren drehen sich ständig und orten jedes noch so kleine Geräusch im Wind. Dadurch sind sie sich, obwohl sie nicht scharf sehen können, der Bedrohungen in ihrer Umgebung stets bewusst. Spitzmaulnashörner haben keine feste Paarungszeit. Wenn Weibchen läufig sind, lockt ihr Geruch Männchen schon von weitem an. Kämpfe zwischen Männchen sind oft erbittert, Hörner prallen aufeinander, Staub wirbelt umher. Sieg oder Niederlage, beide Seiten hinterlassen Narben, Schnitte, Kratzer oder sogar gebrochene Hörner. Doch der Sieger darf sich dem läufigen Weibchen nähern, die ultimative Belohnung für ihren Mut und ihre Ausdauer. Die Gewinnerin darf sich paaren, die Verliererin zieht sich mit ihren Wunden zurück. Die Tragzeit dauert bis zu 15 Monate, eine der längsten im Tierreich. Das
Das Kalb wiegt bei der Geburt über 40 Kilogramm, hat lange Beine und offene Augen, braucht aber noch viele Jahre lang den Schutz der Mutter. In den ersten 2 bis 3 Lebensjahren folgt das Nashornbaby seiner Mutter überall hin und lernt Wasser zu finden, Nahrung auszuwählen und Raubtieren aus dem Weg zu gehen. Die Nashornmutter ist ein sanftes Wesen im Umgang mit ihren Jungen, wird aber wütend, wenn sie sich bedroht fühlt. Ein hungriger Löwe oder sogar ein Rudel Hyänen wagt es nicht, sich ihren erhobenen Hörnern und dem Schnauben ihres 1,5 Tonnen schweren Mauls zu nähern. Doch der gefährlichste Feind des Nashorns sind nicht wilde Tiere, es sind die Menschen. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Spitzmaulnashorn fast bis zur Ausrottung gejagt. Nashornhörner, die keinen wirklichen medizinischen Wert haben, werden in der traditionellen Medizin als Wundermittel oder als Luxusschmuck verkauft. Tausende Tiere wurden wegen ihrer Hörner getötet und ihre leblosen Körper in der Savanne zurückgelassen. Von über 65.000 Exemplaren. Mitte des 20. Jahrhunderts ist der Bestand des Spitzmaulnashorns weltweit auf weniger als 5.500 Exemplare geschrumpft, hauptsächlich in Reservaten in Kenia, Namibia und Südafrika. Dank Schutzbemühungen, bewaffneten Patrouillen und Lobbyarbeit erholt sich der Bestand der Art glücklicherweise langsam, obwohl sie immer noch äußerst gefährdet ist.